Was kostet es dich, normal zu wirken? Diese Frage hat mir meine Podcast-Partnerin und Freundin Coco gestellt oder besser auch vorgeschlagen als Videothema, weil ich nicht wusste, worüber ich sprechen möchte. Und weil das so ein bisschen eine offene Frage ist, interpretiere ich das so, dass es um Masking geht. Aber bevor ich jetzt eintauche in, wie es bei mir war und was es mich kostet, möchte ich doch nochmals kurz Masking definieren oder einfach so definieren, was es für mich ist. Masking kommt sehr häufig bei Autistinnen vor, aber natürlich auch bei ADHSlerInnen. Dabei unterdrücken wir vorwiegend unbewusst, aber auch bewusst Eigenschaften, autistische Eigenschaften, ADHS-Eigenschaften. Und zwar geht das von Stimming unterdrücken bis eigene Meinung nicht sagen, bis versuchen, auf die eigenen Hände zu sitzen, damit man sich nicht so fest bewegt. Die Dinge sind sehr vielfältig, so vielfältig wie die Menschen. Und dann gibt es auch noch so etwas wie Camouflaging, das ist einfach Teil vom Masking. Das ist ein bisschen bewusster, wo wir andere imitieren und kopieren, um hereinzupassen, um nicht als seltsam zu gelten. Und natürlich masken wir nicht aus Spaß, weil es so cool ist oder weil wir andere in die Irre führen wollen, sondern das ist sehr oft eine unbewusste oder eben auch bewusste Reaktion darauf, dass wir auch als anders dargestellt wurden, dass wir gezeigt bekommen haben, dass gewisse Verhaltensweisen nicht cool und passend sind oder sogar störend. Halt eben das, was als nicht normal betitelt wird, auch wenn Stimming und alles andere, was dazu kommt bei Autismus und auch bei ADHS eigentlich völlig normal ist. Es ist einfach das normale Verhalten von dieser Neurodivergenz und von diesem Neurosetting, wie man so schön sagt. Masking ist natürlich nicht nur negativ, auch wenn zu viel Masking mit der Zeit eben Kosten haben kann. Aber es ist nicht immer safe, die Maske abzulegen. Und viele Menschen würden wahrscheinlich leider ihren Job verlieren oder bekommen gar nicht erst einen Job, wenn sie sich jetzt zum Beispiel offen autistisch zeigen. Das ist natürlich schrecklich und das sollte nicht so sein. Aber einfach um den Punkt zu machen, warum es eben nicht geht für alle, sich komplett zu entmaskieren und warum es auch ein Privileg ist, das zu tun. Die Kosten für mein normal wirken wollen sind vielfältig und ich würde sagen teilweise relativ hoch. Zusammengefasst sind die Hauptmerkmale oder Hauptauswirkungen Stress, Probleme mit der Identität und dass andere mich auch total falsch einschätzen, sogar TherapeutInnen, und dazu komme ich später noch. Aber um das zu verstehen, muss ich jetzt noch ausholen und ein bisschen beschreiben, wie mein persönliches Masking ausgesehen hat, von Kindesbeinen an bis heute. Und keine Angst, das dauert jetzt nicht einen Tag, bis ich das erzählt habe, aber haltet ein bisschen durch, denn kurz fassen kann ich mich meist halt einfach auch nicht. Also sehr auffällig für mich war, rückblickend, dass ich als Kind eine extreme Doppel- oder Mehrfachrolle inne hatte quasi. Ich hatte meine Fantasiewelt und meine Geschichten, die ich erfunden habe. Ich habe mit Bäumen und Lebewesen gesprochen und auch sehr oft mit mir selbst gesprochen, also verbales Stimming gemacht. Und wenn ich dabei erwischt wurde quasi, also wenn irgendein anderes Kind zufälligerweise da war und ich habe es nicht bemerkt, da habe ich mich so geschämt dafür. Und ich wurde auch dafür ausgelacht. Das heißt, ich habe halt relativ schnell gelernt, dass diese Eigenschaften nicht sehr akzeptiert sind und habe deshalb, aber es war schon eher unbewusst, würde ich sagen, angefangen, mich anzupassen. Und ich habe dann oft mitgemacht, einfach was andere wollten und das gespielt, was andere spielen wollten, auch wenn ich eigentlich lieber alleine gespielt hätte oder was ganz anderes gemacht hätte. Und ich habe leider auch sehr früh angefangen zu lügen. Und zwar nicht, weil ich Lügen toll finde, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich bestraft werde für meine ADHS-Eigenschaften. Also wenn irgendwas kaputt ging oder ich was verloren habe, dann habe ich halt Notlügen erfunden oder sogenannte Ausreden, weil ich einfach zu Angst hatte vor Strafen. Ich muss dazu sagen, zu Hause gab es keine Strafen, aber ich hatte halt nur schon Angst vor der Reaktion, weil irgendwo habe ich kapiert, das ist nicht normal und das sollte nicht sein. Das heißt, es gab immer mehr eine Diskrepanz zwischen meiner öffentlichen Figur und dem, was ich zu Hause im Privaten war. Und ich konnte das leider auch nicht unbedingt auf Freunde übertragen. Also sehr häufig haben auch Freunde von mir
eine Rolle mitbekommen, die ich quasi für sie fabriziert habe. Das wurde mit der Zeit natürlich besser, aber in der Kindheit war es schon sehr ausgeprägt so. Auch aus Angst, einfach alleine zu sein und keine Freunde zu haben. Und ich hatte einfach auch nicht so viele Freunde, was im Nachhinein aber eigentlich ganz okay war. Und auch später schlüpfte ich in meinem Umfeld in die diversesten Rollen. Ich nenne es heute liebevoll, ich war ein bisschen ein Chamäleon. Und ein Stück weit ist es ja auch total normal, quasi pro soziales Umfeld vielleicht so ein bisschen eine andere Rolle zu haben, sagt auch die Soziologie. Aber ich meine nicht das leichte Anpassen an den Kontext, sondern ich hatte teilweise wirklich extra fabrizierte Rollen für einen bestimmten Kontext oder sogar auf Personen bezogen, wie vorhin schon erwähnt. Und ich habe mich manchmal in meinem Leben wirklich gefühlt wie so eine Geheimagentin, die immer aufpassen muss, wo sie jetzt wie auftritt, was ja unglaublich nicht beabsichtigt war von mir. Also ich habe das nicht extra gemacht. Es war nicht zwingend ein Spaß. Zum Glück fand ich mit der Zeit Umfelder, wo ich mehr ich selbst sein konnte. Aber sehr, sehr lange war dieses Rollenspiel extrem ausgeprägt. Und man kann sich denken, wie stressig das ist. Und bei mir sah das normal wirken wollen auch so aus, dass ich sehr, sehr häufig andere imitiert habe. Das ist auch etwas sehr Autistisches. Das machen ganz viele. Und ich auch vieles des sozialen Verhaltens aus Büchern und Filmen gelernt habe oder halt eben von den Erwachsenen abgeguckt habe, die um mich herum waren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es vielleicht teilweise doch nicht ganz gepasst hat, was dann auch wieder ein bisschen seltsam gewirkt hat, leider. Und ich hielt mich halt sehr oft einfach mit meiner eigenen Meinung zurück, obwohl ich sehr wohl eine hatte. Also zu Hause war ich sehr stark. Und ich habe auch überspielt, unbewusst, aber auch bewusst, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe einen Scherz nicht verstanden. Ich habe sehr oft auch mitgelacht bei Sachen, die ich eigentlich gar nicht lustig fand. Einfach auch, weil ich soziale Situationen halt nicht gut einschätzen konnte und weil ich Angst hatte, dass ich jemanden verärgern könnte oder verlieren könnte. Und gewisse Dinge davon haben sich wirklich bis, nicht zum heutigen Tag, aber bis in meine 40er hingezogen. Also eben, wenn ich zum Beispiel eine Situation nicht verstehe oder einen Joke nicht verstehe, habe ich sehr oft einfach gelacht, weil ich gesehen habe, dass andere das auch witzig finden. Eine weitere Art, normal zu wirken, war auch, dass ich sehr oft meine Ängste und meine Überforderung und meine Überstimulation und generell körperliches Unbehagen verdrängt und weggedrückt habe. Und das kam so weit, dass ich teilweise sogar wirklich Schmerzen hatte oder fast in Ohnmacht gefallen bin oder es mir so schlecht war, dass ich fast nicht mehr konnte, aber ich es immer noch versucht habe zu verstecken, was mir natürlich mehr oder weniger gelungen ist. Das ist einfach krass, wenn ich das so laut ausspreche, dass man einfach so leidet, auch körperlich, einfach aus Angst, sonst irgendwie ausgestoßen zu werden oder was auch immer der Grund bei anderen ist. Ich habe mich unter enormen Stress gesetzt bis ins Erwachsenealter, eben immer fähig zu sein, sozial zu sein und eben auszugehen und mich mit 100 Leuten zu treffen. Und das ist schon etwas, was ich jetzt erst seit kurzem ein bisschen abgelegt habe. Ich habe so vielen Dingen zugesagt, auf die ich eigentlich keinen Bock hatte früher. Und ja, das war fast das Schwerste abzulegen, denn man muss doch fähig sein zu arbeiten und danach noch irgendwie auszugehen und weiß Gott was zu machen. Es ist doch nicht normal, dass man sich so zurückziehen möchte und so. Und ich glaube, das ist das, was ich bis zum heutigen Zeitpunkt noch am meisten mittrage. Seit der Pandemie hat sich das eine ein bisschen erledigt für mich, aber ich denke, gerade diese sozialen Zwänge, die finde ich sehr hart abzulegen. Und ich merke heute, auch wenn ich viel weniger maskiere, dass ich nach wie vor so in Situationen, wo ich Leute auf der Straße treffe oder im Laden oder so, also Leute, die ich jetzt nicht kenne, dass es so Snap macht und ich so meine soziale Maske aufhabe und dann so dieses Smile irgendwie drauf habe und das strengt mich unglaublich an. Und das ist wirklich etwas, das ist fast nicht tot zu kriegen. Also ich habe selten den Mut gehabt, zu sagen, hey, es tut mir leid, aber ich mag mich jetzt mit Ihnen nicht unterhalten. Ich muss sagen, das ist jetzt halt auch eine der Masken, die vielleicht sogar hilfreich sind, denn es ist gut für mich, dieses soziale Ding aufzusnappen, auch bewusst und zu wissen, dass ich im Notfall schon socialisen kann, wenn ich muss, aber es ist halt einfach eine Energiefrage, wie oft
ich das machen möchte. Jedenfalls sind meine Tagebücher aus meiner Kindheit und Jugend voller Gerätsle um soziale Situationen. Wieso hat jetzt die Person das gesagt und was meint die Person damit und wie muss ich jetzt diese Reaktion interpretieren? Wie muss ich diesen Text interpretieren? Habe ich jemanden verunsichert oder wütend gemacht mit Aussagen? Ich habe teilweise so viele Situationen analysiert und meine Schlüsse daraus gezogen. Es war einfach super sichtbar, dass ich gestruggelt habe mit sozialen Anzeichen und versteckten Botschaften und zwischen den Zeilen. Aber das konnte und wollte ich natürlich nicht zeigen, weil ich mich einfach so falsch fühlte damit. Und genau darum, meine lieben Freunde, sind Labels und Diagnosen eben etwas Gutes, denn dann hat man eine Erklärung und man denkt nicht ständig, dass man komplett falsch und daneben ist und dann noch mehr maskiert und noch mehr versucht, normal zu wirken, was unglaublich viel Stress auslöst und eben Folgen hat. Und einen ganz traurigen Moment, ein bisschen tragisch-komischen Moment im Nachhinein möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, der ist auch aus meinen Tagebüchern, denn ich habe da einen Eintrag, wo ich hochoffiziell beschlossen hatte, meine eigentliche authentische Identität aufzugeben und ab dann zu masken. Ich war ungefähr 14, denke ich, und ich habe haargenau aufgeschrieben in den Sommerferien, was ich alles nicht mehr machen und sagen werde, wie ich mich anziehen werde, komplett anders als vorher, welche Leute ich als Freunde haben werde, welche nicht mehr, welche Seiten ich von mir alle verstecken werde, obwohl sie da sind. Und irgendwie war ich mir da hundertprozentig sicher, dass das der Way to go ist in meinem Leben. Einfach all meine Ecken und Kanten und Unsicherheiten und Ängste alles wegzuschieben und zu verstecken, meine Scripts zu haben, meine Fassade aufzuhaben für diese verschiedenen Momente, meine Antworten parat zu haben auf gewisse Situationen. Ich habe das danach durchgezogen, also ich habe neue Klamotten gekauft, ich habe wirklich fast ein bisschen einstudiert, was ich wann sage und ja, bin dann losgezogen. Ja, und um den Bogen zu schlagen, mit der Zeit habe ich halt im Laufe des Lebens immer mehr auch so diese Maske aufgesetzt von, ich bin super souverän, eben super sozial und outgoing und ich habe alles im Griff und ich bin immer auf der Überholspur und ich kann 100 Sachen gleichzeitig machen und ich brauche ganz bestimmt keine Unterstützung von niemandem. Und diese auferlegte Maske quasi ist ein ganz wichtiger Faktor für eine der Kostenpunkte, die ziemlich viel Impact haben, auch heute noch auf mein Leben. Also was sind diese Kosten jetzt eigentlich? Ja, es gibt mentale Kosten, also dieses Hyperbewusstsein über wie verhalte ich mich richtig, wie sollte ich mich verhalten, wie soll ich mich hinsetzen, was sage ich jetzt, was habe ich gesagt, das verursacht Stress. Das hat dann, Punkt 2, auch eine direkte Auswirkung auf den Körper. Also ich hatte wiederholt Burnouts und Erschöpfungskrisen in meinem Leben, bin plötzlich abgetaucht, was ja dann auch teilweise wieder soziale Probleme verursacht hat. Ich war ständig überstimuliert zum Beispiel oder auch unterstimuliert und ich konnte das dann irgendwie nicht richtig einordnen. Eben eine Erklärung zu haben, wäre da eben geil, oder? Ich habe vor allem auch, und das ist ein hoher Kostenfaktor, meinen beruflichen Weg nicht so eingeschlagen, wie es für mich gestimmt hätte, sondern eher, wie es quasi gemacht wird und wie es sein sollte. Ich habe komplett nicht auf das gehört, was ich eigentlich machen wollte. Einfach auch wieder aus lauter Angst vor sozialen Sanktionen oder nicht dazugehören. Dabei wäre es so cool gewesen für mich, in eine kreative Branche einzusteigen, weil super viele bunte Brains sind da unterwegs. Und ja, ich hatte jetzt halt einfach wirklich deshalb länger, mich beruflich einzufinden und ich hatte auch sehr viele Jobs, die einfach nicht zu mir gepasst haben, weil sie viel zu viel Energie gekostet haben und weil sie eben nicht gerade voll meinen Interessen entsprochen haben. Und ich habe auch nicht kapiert damals und versteckt, dass ich auch nicht alles machen muss und auch sagen kann, wenn ich finde, hey, ich möchte gerne mehr in diesen Stärken gefördert werden. Aber auch das habe ich halt maskiert und überspielt und ja, war ja normal, dass man müde ist nach dem Arbeiten und ist ja alles total safe so und alle anderen sind ja auch so. Und was eine ganz krasse Auswirkung ist, bis heute, ist, dass man halt schon sehr gegaslightet wird, vor allem auch von
psychologischem und medizinischem Fachpersonal, wenn man ein Problem hat oder wenn man über eigene Schwächen spricht oder wenn man zum Beispiel darüber spricht, dass man denkt, man sei autistisch, dass es dann einfach heißt, nein, aber Sie sind doch so, haben doch alles so im Griff, Sie können keine ADHS haben oder nein, Sie hatten ja bisher auch alles erreicht, das kann ja nicht sein, dass Sie da strugglen oder nein, Sie können nicht autistisch sein, denn Sie sind ja sozial und Sie haben ja Freunde und Sie schauen mir ja auch in die Augen. Ja, willkommen beim Masking und dafür, dass man versucht, sich anzupassen und andere nicht zu stören oder eben nicht anders zu sein, erntet man dann Unverständnis, wenn dann plötzlich Dinge hervorkommen, die eben hat Struggles und Probleme, weil es nicht ins Weltbild passt der anderen Person und nicht in das Bild, das die andere Person von einem gemacht hat. Aber vom psychologischen Fachpersonal erwarte ich halt schon auch, dass man dem Menschen ein bisschen vertraut, wenn sie über Erlebnisse sprechen und über Probleme. Und es kostet Geld zu masken. Es kostet wirklich echtes Geld. Ich habe so viel Kohle rausgehauen, um mir Dinge zu kaufen, damit ich irgendwie dazugehöre, Kleidung zu kaufen, wenn ich mich wieder neu erfunden habe oder wieder quasi eine neue Rolle hatte. Es kostet so viel Geld, auch ADHS-Geschichten zu verstecken, weil man dann Sachen wieder kaufen muss oder weil man irgendwie irgendwo eine Strafe bezahlen muss oder was auch immer. Es kostet einfach Geld, keine Hilfe anzunehmen, weil man das Gefühl hat, man dürfe keine Hilfe annehmen. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber das ist jetzt gerade in dem Moment eine Realisation, dass es einfach auch wirklich geldmäßig teuer werden kann. Also zusammenfassend kann ich sagen, normal wirken wollen ist für mich einfach unglaublich anstrengend und es kostet mich unglaublich viel Energie und unnötige Energie. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, meine Maske an vielen Orten abzulegen ein bisschen. Nicht überall und auch nicht immer. Also ihr seht mich hier heute eher unmaskiert, aber an anderen Tagen halt wieder maskierter. Es hatte sehr große Auswirkungen auch finanziell auf mich und gesundheitlich. Und ich werfe mir das nicht vor, weil, wie gesagt, es ist eine Art von Selbstschutz und es kann auch heute noch safe sein, diese Masken zu tragen, weil die Gesellschaft einfach nicht ready ist für die verschiedensten Schattierungen und Farbschattierungen von bunten Brains. Und ich möchte halt einfach auch dir sagen, dass du nicht deine Maske ablegen musst, weil andere das im Internet sehr oft behaupten. Denn nur du kannst einschätzen, ob du bereit bist dazu, das zu tun, ob du die Privilegien hast, das zu tun und auch wo du das tun kannst. Denn das ist doch ein jahrelanger Prozess. Ich bin jetzt 43. Ich habe meine eine Diagnose seit 2 Jahren, ein bisschen mehr. Und die andere Diagnose habe ich nicht mal offiziell. Und ich bin nach wie vor dran, mich zu entdecken, mich zu finden und herauszufinden, wo ich meine Maske auch mal weglassen kann. Und ich erlebe sehr viele schöne Momente. Und ich erlebe, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal, ich hatte auch vorhin schon enge Freunde natürlich, aber ich erlebe auch mit anderen Menschen zum ersten Mal so diese authentische Verbindung, wenn sie mich so sehen und annehmen, wie ich bin. Und heute sage ich, wenn mich jemand nicht annehmen möchte, wie ich bin und Dinge in mich projiziert, die nicht da sind, die Person kann abhauen. Brauche ich nicht, habe ich keine Zeit mehr für. Und ich hoffe, dass das viele andere und auch du auch so handhaben können. Ja, und ich hoffe, das hat dich irgendwie inspiriert. Und wenn ja, dann schenk mir gerne ein Like und ein Abo. Und wenn du gerne mehr Gedankengänge von mir haben möchtest, dann melde dich doch an für meinen wöchentlichen Newsletter. Der kommt immer fast wöchentlich. Der Link ist unten. Und wenn du gerne mich mehr unterstützen möchtest und vor allem kannst, ich habe eine Membership hier auf YouTube, da kannst du gerne beitreten. Was auch immer du tust, danke, dass du da bist und zugeschaut und zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!